Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewerbungsstark. Und ich bin die Gastgeberin Sabine Lanius. Heute mal ein bisschen anderes Thema, sehr spannend. Wir tauchen heute ein in die Welt der Organisationsentwicklung und Leadership Development zusammen mit meinem heutigen Gast, Julian Pelisic. Er ist Director Operations and Products bei Just Forwarding in Deutschland. Gemeinsam mit ihm werfe ich einen Blick hinter die Kulissen und teile die praktischen Erfahrungen und wertvolle Einblicke, die wir jetzt in den vergangenen Jahren zum Thema Organisations- und Leadership Development gemacht haben. Und egal, ob du nach inspirierenden Führungsansätzen suchst oder deine Zusammenarbeit im Team oder in der Organisation verbessern möchtest oder ob du einfach nur neugierig bist, wie ein erfolgreiches Unternehmen seine interne Kultur weiterentwickelt, weitergestaltet, dann kannst du in dieser Folge sicherlich wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Also machen wir uns bereit und tauchen ein in ein spannendes Gespräch. Hi Julian, schön, dass du heute da bist. Hallo Sabine. Du bist ja Director Operations and Products bei Just Deutschland. Und wir arbeiten ja seit ungefähr 3 Jahren zusammen mit dem Fokus Organisationsentwicklung, Führungskräfteentwicklung und Kulturwandel. Jetzt war das ja so, dass das Schicksal uns ja ganz schön in die Bresche geschlagen hat. Wir haben nämlich kurz vor Corona angefangen, erstmal das Führungskräfteentwicklungsprogramm Beyond aufzusetzen und anzustoßen. Ja, und danach nahm das seinen Lauf. Dann kam das Leben. Genau, da kam das Leben dazwischen, aber es läuft immer noch. Korrekt. Und nach Corona haben wir angefangen, die Management-Meetings, wo ihr als Geschäftsleitung euch mit den Branch-Managern trefft, deutlich anders zu machen als vorher, nämlich keine Folienschlachten mehr, überhaupt keine Folien mehr, wenn es geht, vielleicht noch so 2, 3 von mir, sondern es menschelt sehr. Kannst du mir denn mal erzählen, warum ihr als Just Deutschland euch entschieden habt, die Management-Meetings so auf das Thema, ganz strikt auf das Thema menschliche Zusammenarbeit auszurichten? Was war denn so der Auslöser dabei? Naja, wie du es gesagt hast, Corona kam. Wir sind eine Organisation, die sehr viele Einheiten hat, also sprich sehr viele Standorte hat. Und wir mussten natürlich über Nacht digital führen. Das heißt, also wir konnten ja alle nicht mehr rumreisen, wir konnten uns alle nicht wirklich bewegen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen wirklich komplett nur noch digital geführt. Und das hat natürlich auf der einen Seite einen immensen Vorteil, weil natürlich man eben nicht rumreisen muss, um miteinander zu sprechen oder mit sich zu sehen. Es hat aber auch einen riesen Nachteil, man spürt sich nicht mehr. Das heißt, im Grunde genommen, man hat zwar einen Menschen im Bildschirm gesehen und vielleicht hier und da konnte man erahnen, was die Person beschäftigt, was so die Themen dieser Person sind. Und ich glaube, wir alle hatten viele Themen in der Zeit, ob es die Ängste waren, ob es die Anspannung war, nicht zu wissen, wie es weitergeht, was als nächstes passiert. Und natürlich haben wir auch gespürt, dass Spannungen, die man vielleicht untereinander hatte, gar nicht wirklich in der Gänze klären konnte. Ja. Aus diesem Grund haben wir gesagt, wir müssen ein anderes Medium finden. Wir müssen die Möglichkeit finden, mal wieder mehr zueinander zu finden. Und wir haben ja auch, also der Volker Werner, unser Geschäftsführer, und auch ich, wir haben ja beide auch eine Historie mit dem Thema Persönlichkeitsanalysen, Führungsentwicklung und haben natürlich da auch enorm viel mitgenommen, beide für sich aus den vorherigen Arbeitgebern. Und auch die anderen Kollegen in der GL haben da ihren Input mit reingebracht. Und wir haben insgesamt gemerkt, wir müssen da was machen. Und letztlich kann man vielleicht auch noch sagen, wir haben einen Slogan bei der Just, der heißt People make the difference. Und ich glaube, wenn man sowas in die Welt hinaus posaunt, ne, dass der Mensch den Unterschied macht, dann müssen wir als Unternehmen vielleicht auch den Unterschied machen und wir dann auch anders mit den Kolleginnen und Kollegen umgehen. Ja, und das haben wir dann auch sehr ernst genommen. Und dann habe ich ja auch damals vorgeschlagen, dass ich erstmal mit jedem der Teilnehmenden, und das sind
damals auch so um die 25 gewesen. Wie gesagt, alle Mitarbeiter der Geschäftsleitung und alle Branch Manager, mit jedem einzeln zu reden, bevor wir das Management-Meeting machen. Was war da so dein erster Gedanke, als ich das vorgeschlagen habe? Ich persönlich war sehr gespannt, weil ich mir vorstellen konnte, dass das sehr interessante Gespräche für dich im ersten Schritt werden. Also so ein bisschen mein Bauchgefühl hatte damals gedacht, Mensch, eigentlich würde ich gerne Mäuschen spielen bei den Gesprächen, ne? Aber geht ja nicht und soll auch nicht sein. Aber mir war natürlich klar, dass da viel rauskommen wird. Kam ja auch. Und kam ja auch final. Ja, kam. Ich gestehe auch, dass wir im Team, als wir damals darüber debattiert haben, wollen wir das so machen, da hatten wir sehr viele unterschiedliche Meinungen. Es war eine sehr, sehr kritische Diskussion, weil natürlich auch, du schürst ja damit auch eine Erwartungshaltung. Und Klar. die Frage war ja für uns auch, können wir diese Erwartungshaltung dann auch erfüllen im Nachgang? Denn eins ist es, dass die Kolleginnen und Kollegen dann sozusagen sich bei dir öffnen und sozusagen sagen, Mensch, was sind die Themen? Aber das nächste ist ja, wir müssen ja damit was auch machen. Und da war sicherlich für uns die größten Ängste oder nennen wir sie mal Bedenken, können wir dann dieser Erwartungshaltung gerecht werden? Da hast du recht. Und wir sind ja auch heute noch dran, ne? Das ist ganz klar. Das muss man auch so sagen. Man kann nicht allen Wünschen sofort gerecht werden, aber wir haben die ja heute noch auf dem Schirm und haben daraus auch einen strategischen Prozess gemacht. Korrekt. Aber reden wir doch als erstes mal über das erste Management-Meeting, wieder so live und in Farbe. Da waren wir im Rheintal. Und ja, wie gesagt, eine relativ große Gruppe, 25 Teilnehmer und der Fokus eben rein nicht mehr auf Zahlen, Daten, Fakten, sondern auf das Zwischenmenschliche. Und so Thema Persönlichkeit war da eben unser Fokusthema. Und es ging um Zusammenarbeit. Wir haben solche Sachen eingeführt wie Coaching Buddies oder auch euer MD, Volker, hatte die Idee mit den sogenannten Mingle-Sessions, also wo sich Leute zu zweit Sessions nehmen und für eine gewisse Zeit in den Weinbergen spazieren gegangen und das besprochen haben. Wie hast du das erlebt für die Teilnehmenden? Also diesen Switch von dem einen Modell, dem klassischen, zu dem anderen, was sehr menschlich war. Wie habe ich das wahrgenommen? Ich glaube, also einmal für uns als die normal Präsentierenden, habe ich sicherlich eine interessante Wahrnehmung gehabt, weil, wie soll ich das erklären? Natürlich ist es sehr viel einfacher, sich an einer PowerPoint festzuhalten, sage ich jetzt mal. Ne, das macht zwar mehr Arbeit vor der Session, aber während der Session hast du so einen roten Faden mit der Präsentation, wie du da durchgehst und wie du auch gewisse Diskussionen auch steuerst. Ja. Das Instrument hatten wir nicht mehr. Also wir waren blank, um es mal so zu sagen. Da kann ich nur für mich sprechen, aber ich glaube auch sicherlich für die Kolleginnen und Kollegen, die sonst präsentiert haben, das hat uns auch ein bisschen Angst gemacht, ne? Weil wir natürlich nicht wussten, in welche Richtung wird das gehen. Also es war eine echte Wundertüte. Für die Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen in der Audienz gesessen haben, war es insoweit auch was völlig Neues. Und ich glaube, im ersten Moment hat es sie auch überrumpelt. Ne? Sie wussten nicht wirklich, wie gehen sie denn jetzt damit um. Und ich erinnere mich ja, dass du ganz am Anfang auch in den ersten 1-2 Stunden uns dann das Feedback gegeben hast, was du sozusagen in den Einzelgesprächen vorher bekommen hast. Und Anonymisiert, genau, richtig. Aber ich weiß noch, dass ich mich sehr, sehr stark darauf konzentriert habe, die Gesichter der Kolleginnen und Kollegen zu lesen. Und da war ja alles dabei an Emotionen. Ne? Also von einem Schockzustand über die totale Überraschung war wirklich alles dabei. Aber ich glaube, es war auch sehr, sehr ehrlich. Also es war wahrscheinlich eines der ehrlichsten Meetings, die wir bis dahin hatten. Also Ehrlichkeit zu uns selber mal. Ne? Was für Themen haben wir denn? Und du hast es ja gesagt, Mingle Sessions war auch ein völlig neues Instrument. Also wirklich freien Raum zu geben. Sonst hast du ja immer diese Viertelstunde Breakout-Sessions, Kaffeepause, wo du mal ganz kurz mal Themen besprechen kannst offline.
Und hier haben wir einen bewussten Rahmen gegeben, den Kolleginnen und Kollegen mal miteinander zu reden, ohne ein Thema reinzuschmeißen. Erstmal einfach nur miteinander zu reden. Und auch da war natürlich nicht klar, wie wird das angenommen? Ja. Ich erinnere mich auch, dass die erste Mingle-Session nicht so hundertprozentig lief, aber das war einfach, ne, weil das war noch ein paar Fragezeichen in der Luft. Ja. Genau, ganz viele Fragezeichen. Ja, was soll man denn jetzt machen? Ne, weil es ist ja gewohnt, angeleitet zu werden. Ja. Und wir haben ja bewusst gesagt, nein, es gibt kein Thema. Ne, redet über die Themen, die euch beschäftigen, miteinander. Aber über Geschäftliches. Und aber man hat gemerkt, von Mingle-Session zu Mingle-Session, und ich würde mal sagen, wir hatten, glaube ich, in diesen 2,5 Tagen 5 oder 6? 5, 6 hätte ich jetzt auch gesagt. Du hast also wirklich gesehen, wie es sukzessive immer besser wurde. Ja. Und auch das Thema Coaching Buddies ist interessant. Du hast ja gerade gesagt, ist jetzt ein paar Jahre her. Selbst heute hat das Wort noch wirklich, ist in der Organisation verhaftet und hat einen klaren, steht für etwas ganz Klares, nämlich mit seinem, damals genannt, Coaching Buddy, in einen Dialog einzutreten. Das machen die Kolleginnen und Kollegen heute immer noch. Sehr, sehr gut. Ja. Und das freut mich immer unglaublich, wenn ich davon höre. Und dass man Total. Also ich sage ja, wir sind damals hin und wirklich eine riesen Wundertüte. Wirklich, kann nur für mich sprechen, hatten ganz viel Angst, auch in welche Richtung geht das. Aber die Kolleginnen und Kollegen haben das ganz, ganz toll angenommen. Und ich weiß noch, dass ich, aber auch die anderen, eigentlich jeder nach Hause gefahren ist, sehr, sehr zufrieden war, sehr glücklich war über die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, aber auch komplett erledigt waren. Also es gab keinen, der mir gesagt hat, Mensch, ich kann jetzt noch nach diesen 2,5 Tagen Bäume ausreißen, sondern es haben eigentlich alle gesagt, unisono, ich bin jetzt platt. Das hat mich echt viel Kraft gekostet. Das hat viel Kraft gekostet und ich glaube, es war wirklich ein guter Schritt, gerade nach dieser Corona-Zeit, um da wirklich dieses Bonding, dieses menschliche Zusammensein wieder reinzubringen. Korrekt. Und dieses Jahr hatten wir sozusagen das zweite Management-Meeting wieder unter diesem zwischenmenschlichen Thema und gerade auch, weil es eben auch noch Dinge aufzuarbeiten galt von der Themensammlung, die wir gemacht haben. Und dieses Mal sind wir, ich sage mal, eher von der Persönlichkeit zur Rolle gegangen. Und dieses Mal ging es mehr um das Thema Rollenverständnis zwischen den Branch-Managern und auch der Geschäftsleitung. Und wie geht das zusammen? Da wäre unser Motto auch die Zahnräder, wie die Zahnräder in der Uhr. Und jetzt ist das auch schon wieder ein paar Wochen her. Wie erlebst du da die Auswirkungen oder so auf die Zusammenarbeit? Ja, das Ganze, also es hört sich ja jetzt erstmal, wenn du das so, es ist ja auch immer interessant, wenn man das nochmal so wiedergespiegelt bekommt. Wenn man es das erste Mal hört jetzt, dann denkt man ja, Mensch, damals der Mensch, heute die Rolle, sind ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Themen. Wenn man jedoch mal, also das hat ja alles aufeinander aufgebaut. Ne? Ja. Natürlich haben wir damals gesagt, Mensch, wir müssen uns erstmal mit dem Menschen, mit dem einzelnen Individuum beschäftigen. Das haben wir damals getan. Ich weiß noch, die Disk-Analysen, das Coaching, das Einzelcoaching mit dir, das wir da in dem Beyond-Programm auch mit implementiert haben. Und natürlich, wenn man sagt, man ist damit fertig, ich weiß, man ist nie damit fertig, aber wenn man sagt, man hat da eine gewisse Basis, dann ist ja der logisch nächste Schritt zu sagen, so, jetzt kümmern wir uns um das Miteinander. Und das ist natürlich dann das Thema Rolle. Also, du hast es ja gut gesagt und ich erinnere mich immer an diese Turmuhr in unserem Meeting. Genau, die war das war ganz toll, weil es wirklich sinnbildlich ja genau dafür stand, dass die Zahnräder miteinander arbeiten müssen. Und sie können natürlich nur dann miteinander gut arbeiten, wenn jedes Zahnrad eigentlich mal weiß, was ist seine Rolle. Genau. Ihre Rolle. Bei den Zahnrädern. Und das hört sich ja so einfach an. Ne? Also wenn wir beide jetzt so darüber reden, das ist ja easy, ist ja locker. Ne? Aber wir reden ja hier wirklich von der Kulturveränderung. Ja. Natürlich, ich weiß noch, dass ich Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen hatte, die schon länger in der Organisation ist, die sagen, naja, brauchen wir ja nicht, ich weiß doch, was mein Job ist. Ich mache den ja schon x Jahre. Ja, stimmt.
Aber natürlich hat sich der Job auch verändert. Die JAS hat sich ja auch verändert mit den Jahren. Und natürlich muss man immer mal wieder auch für sich definieren, Mensch, was bedeutet das eigentlich für meinen Job und für mein Zahnrad? Und damit haben wir ja begonnen, wir in der Geschäftsleitung und im Head Office, dass wir ja gesagt haben, wir machen mal den Auftakt. Wir überlegen mal für uns wieder neu, was ist eigentlich unsere Rolle, ne, und justieren für uns mal neu. Dafür hatten wir ja auch ein Vorab-Meeting, wo wir uns 3 Tage auch die Köpfe heiß geredet haben, wirklich, bis spät in die Nacht. Und ich weiß natürlich, als wir das dann auch präsentiert haben, war für viele Kolleginnen und Kollegen erstmal so ein Aha-Effekt da. Nämlich das Thema Klarheit. Ne? Also Klarheit zu schaffen, die war nicht in der Gänze da. Das ist vielleicht auch der erste Lerneffekt wieder mal, dass wir sagen müssen, wir müssen das eigentlich immer mal wieder, vielleicht nicht jedes halbe Jahr, nicht jedes Jahr, aber man muss das immer mal wieder machen und sich selbst neu justieren und das dann auch sozusagen kommunizieren. Ja, absolut, weil Klarheit ist so wichtig, weil nur dann können diese metaphorischen Zahnräder ineinander greifen. Genau, richtig. Und ich bin sehr froh, dass wir das Thema aufgenommen haben. Du hast mir gerade einen schönen Ball aufs Spielfeld gerollt, nämlich du hast über Beyond gesprochen und darüber wollten wir auch noch sprechen. Beyond ist ja das Leadership Development Programm, was wir eben kurz vor Corona eben konzipiert haben und dann ausgerollt haben und es läuft immer noch. Es sind, ihr seid da drin als Geschäftsleitung, alle Branch Manager sind drin und insgesamt, glaube ich, rund 90 Führungskräfte aus eurer Organisation. Und da gibt es eben die Persönlichkeitsanalysen, von denen du gesprochen hast, dazu ein persönliches One-on-One-Feedback von mir. Es gibt 3 Einzelcoachings dazu. Und es gibt 4 Trainingstage dazu. Einer, da geht es eben um die Verhaltenspräferenzen und Motivatoren und die anderen Tage, da geht es um Leadership-Themen. Was war denn so für dich was war denn so für dich so eine große Herausforderung, als wir das Programm implementiert haben? Was würdest du aus heutiger Sicht sagen, was können andere Führungskräfte von deinen Erfahrungen lernen? Ich glaube, das Thema Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Als wir damals entschieden haben, das zu tun, ich glaube, es waren etwas weniger wie 100 Leute, die wir durch das Programm gejagt haben. Ich habe jetzt die genaue Zahl gerade nicht vor mir. Ich meine, es sind 92 oder sowas. Also ja, wie gesagt, knapp 100. Das war natürlich eine Riesenmenge an Leute. So, jetzt weiß man ja selber, wenn man so Trainings macht, die macht man ja dann nicht mit 30 Leuten in einem Block, sondern das ist eigentlich immerhin so Zehner-Chargen, kann man schon fast sagen. Und ich glaube, wir wollten sehr viel, sehr schnell. Wollten das sehr schnell durchjagen. Ist vielleicht auch so ein bisschen in der DNA unseres Unternehmens, dass wenn wir dann mal eine Entscheidung getroffen haben, dass wir dann immer sagen, Mensch, jetzt muss Speed of Execution, sagt unser Geschäftsführer da immer dazu. Da müssen wir dann das auch wirklich schnell machen. Ich glaube, in dem Fall ist das aber nicht das richtige Rezept, sondern wir müssen das behutsam machen. Wir müssen es langsam machen und den Leuten auch dann die Zeit zum Atmen geben zwischen den einzelnen Sessions, dass sie das Erlernte, sage ich jetzt mal, auch einsetzen können und auch mal, ich sage jetzt mal, in der Realität ein wenig abprüfen können, was funktioniert gut und was funktioniert vielleicht nicht so gut. Das wiederum dann auch in das Coaching mit dir dann reinnehmen, um dann kommt ja diese berühmte Positivschleife, weil dann kriegen sie dann von dir auch noch ein Feedback, wie muss man es vielleicht da oder da besser machen. Das ist also auf jeden Fall mal mindestens das Erste. Das Zweite ist Kommunikation. Als wir das implementiert haben, als wir die Entscheidung getroffen haben, es zu machen, das Beyond-Programm, haben wir natürlich, und ich erinnere mich an die Townhalls von Volker Werner, wir haben dann Townhalls an alle Mitarbeiter in Deutschland gegeben. Und wie es so ist, wir waren dann der Meinung, Mensch, das haben wir jetzt super gut kommuniziert. Es ist ja so, man macht das und dann denkt man, Mensch, haben wir eigentlich einen guten Job gemacht, alle wissen es. Aber im Nachgang haben wir dann eigentlich feststellen müssen, mehr auch in den individuellen Gesprächen, nee, eigentlich war das nicht so gut. Das hätten wir besser machen müssen. Und
wir als GL, wenn wir dann auch eine Entscheidung treffen, müssen dann auch vielleicht mehr und enger direkt kommunizieren. Wir haben zum Beispiel, das vielleicht passt ja ganz gut rein, wir haben ja zum Beispiel dann während diesen Trainingssessions uns einen Abend immer mit jedem Team mal getroffen. Also jedes GL-Mitglied hat ja dann wirklich gesagt, so einen Abend nehme ich mir mit den zu Trainierenden. Und wir haben das dann die Kamin-Sessions genannt. Ne? Das war, weil ich glaube, im ersten Hotel gab es dann wirklich auch so einen Kaminraum. Da kam das ja her, dass wir gesagt haben, Mensch, da machen wir dann die Kamin-Sessions, wo wir für uns dann definiert haben, Mensch, wir wollen eigentlich mal auch die Strategie, die wir in Deutschland haben, direkt kommunizieren. Und ich habe schon gemerkt in den meisten Sessions, dass es sehr, sehr gut angekommen ist, weil natürlich auch in so kleinen Runden mit 10 Leuten, da kann man mal Fragen stellen. Ne? In so einem Townhall mit 100 Leuten trauen sich oftmals die Leute nicht unbedingt eine Frage zu stellen. Ja, man möchte sich auch nicht bloßstellen. Genau. Und das sind, glaube ich, mal so die 2 großen Themen, die ich sagen würde, die sehr wichtig sind. Lasst euch genug Zeit für so ein Programm und nehmt das Thema Kommunikation als eine der obersten Prioritäten mit rein. Wie kommuniziere ich das? Ja. Sehr, sehr wichtig. Ja, und Wiederholung in der Kommunikation ist erlaubt. Absolut. Ja, und jetzt hast du gerade so schön von der Persönlichkeitsanalyse auch erzählt. Jetzt doch mal zu deinen Erfahrungen damit. Ich weiß, du hattest schon Vorerfahrungen, aber jetzt hast du dich nochmal darauf eingelassen. Wie war das denn so bei dir? Was waren denn deine Erfahrungen mit der Persönlichkeitsanalyse? Ja, du sagst es, ich hatte schon mal eine. Daher wusste ich auch, als ich sozusagen durch das Questionnaire gegangen bin, ist eine goldene Regel. Gar nicht viel über die Fragen nachdenken, sondern versuchen, so schnell und besonders intuitiv wie möglich zu beantworten, weil so bekommt man das ehrlichste Ergebnis für sich selber. Es gibt ja viele Menschen, die überlegen dann, ach Mensch, was glauben die denn, was ich jetzt beantworte? Das ist ja oftmals so, sondern du musst so schnell wie möglich einfach sagen, okay, so beantworte ich das. Und natürlich ist das rausgekommen, was auch beim letzten Mal rausgekommen ist. Mit allem Guten wie Schlechten. Natürlich, ne, ich erinnere mich dann an die Session mit dir, wo du mir das dann vorgestellt hast. Ich habe bestimmt 2 oder 3 Mal laut gelacht, weil natürlich, man weiß ja, wie man ist, aber wenn man es dann natürlich mit dem Spiegel vorgehalten bekommt, ist man da immer begeistert? Nein, weil man, wie gesagt, den Negativspiegel ja auch mal vorgehalten bekommt, aber das ist eben so. Ich glaube natürlich wirklich, und ich bin da wirklich, wirklich überzeugt von, man kann nur besser werden, wenn man weiß, wie man heute ist oder wo man heute steht. Und deswegen glaube ich, ist dieser Spiegel sehr, sehr, sehr gut. Aber man muss sich auch wirklich einlassen darauf. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ich bin so jemand, ich mag das. Ich finde das toll. Ich weiß natürlich auch, dass so eine Analyse mich nicht von heute auf morgen verändert. Nochmal, das liegt ja dann an mir, was daraus zu machen. Ja. Aber es ist erstmal schön zu sehen, wenn man also sozusagen das Feedback bekommt und wenn man sich da drin dann auch wiederfindet. Das ist wichtig, um es anzunehmen, dass man sich darin wiederfindet, da stimme ich dir zu. Und damit die Führungskräfte das nicht nur eben serviert bekommen, sondern dass sie eben auch sich damit entwickeln können, haben wir ja auch damit eben mehrere Sessions Individualcoaching verbunden. Jetzt läuft ja das Ganze wirklich schon das läuft ja schon doch auch, hat ja auch in Corona angefangen, schon fast 3 Jahre, läuft immer noch. Wie erlebst du denn die Veränderung beim Verhalten und der Kommunikation der Führungskräfte, die in dem Programm sind? Welche Führungsqualitäten zum Beispiel haben sich verändert oder verbessert oder wie erlebst du das? Ich glaube, man bekommt ein breiteres Bild. Also man bekommt ja nicht nur erklärt, wie man selber ist, sondern welche Wirkung man auch sozusagen ausstrahlt. Auf andere. Auf andere. Und gleichzeitig wird einem ja auch sozusagen beigebracht, welche Typen gibt es denn und welche Wirkung hat es auf die einzelnen verschiedenen Typen. Also eine ganz triviale Erkenntnis ist ehrlicherweise,
durch die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen, wir reden ganz oft in Farben. Okay. Ganz witzig, ne? Also es wird die 4 Farben werden mittlerweile ganz namentlich benannt. Ja, ich bin ja ein Blauer, ich bin ja ein Roter, ich bin ein Gelber. Ne? Also im ersten Moment erscheint das ja, wie du jetzt auch so, man hat so ein leichtes Lächeln im Gesicht. Ja. Auf der anderen Seite bedeutet das aber eins, die Kolleginnen und Kollegen haben es angenommen. Ja. Sie haben sich auch damit identifiziert und spiegeln, wie gesagt, sich selbst immer mal wieder gegenüber sozusagen ihrer Bewertung, wenn man das so nennen will. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Und Sie machen auch teilweise Workshops in Ihren Teams damit? Korrekt. Und holen also die Leute rein, die nicht im Beyond-Programm sind, sondern versuchen, ihre Teams oder Niederlassungen reinzuholen, damit die auch ein Verständnis dafür entwickeln. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Absolut, absolut. Also ich würde sagen, das wurde sehr positiv aufgenommen. Jeder Einzelne nutzt für sich gewisse Methodiken daraus. Ja. Sicherlich keiner in der Gänze. Ich auch nicht. Es gibt keinen, ne, weil das einfach auch so umfangreich ist. Aber ich glaube, immer mal wieder holt sich das jeder sozusagen aus seiner Schublade raus und bringt es in seinen Arbeitsalltag als Führungskraft wieder ein. Und das ist sehr, sehr positiv zu sehen. Und wenn wir gerade bei sehr, sehr positiv sind, letzte Frage an dich. Was würdest du, wenn du jetzt so ein Summary machst und sagst so, alles das, was wir entwickelt haben, also das Beyond-Programm, was ja auch verzahnt ist mit den Management-Meetings und die sind ja auch bauen ja auch aufeinander auf. Was würdest du sagen, was sind so die Erfolge und die positiven Ergebnisse in Hinsicht auf Leadership, in Hinsicht auf Kulturweiterentwicklung bei YAS? Also ich würde sagen, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, wir haben es geschafft, die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern. Denn ich bin fest davon überzeugt, wenn wir bessere Führungskräfte haben, die wir auch jeden Tag besser machen, können sie das Personal besser führen und das bringt automatisch eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Ich würde auch sagen, und das ist abgeleitet von dem ersten Punkt, eine verbesserte Mitarbeiterzufriedenheit führt auch immer in einer gewissen Art und Weise zu einer erhöhten Produktivität. Unbedingt. Also je zufriedener ich ja an meinem Arbeitsplatz bin, desto mehr Spaß ich da habe, desto besser ist es im Grunde genommen und desto effizienter bin ich wahrscheinlich auch für das Unternehmen. Es hat dazu geführt, dass die Zusammenarbeit besser ist, auf allen Ebenen. Ich habe es ja gesagt, wir haben auch einen besseren Zugang auch mal zur 2. und 3. Ebene bekommen. Die sogenannten Peers, sagt man im Englischen, also die Ebene arbeitet besser zusammen. Wir haben durch die verbesserte Zusammenarbeit auch mehr Innovationen. Also Kolleginnen und Kollegen tauschen sich mehr aus und kommen auch dann zu Ideen, wie können wir es denn vielleicht hier und da besser machen. Ja. Und das alles, würde ich sagen, kommt dann auch noch zu dem Thema Kunde. Und darum geht es ja in einem Dienstleistungsunternehmen, um den Kunden. Der spürt das natürlich auch. Und wenn wir besser sind, wenn wir schneller sind, wenn wir effizienter sind und auch noch Spaß dabei haben, das merkt ja ein Kunde. Und dadurch glaube ich schon auch und bin auch fest davon überzeugt, wenngleich das immer schwer zu messen ist, dass wir auch eine bessere Kundenbindung hinbekommen. Und das führt natürlich dann, das alles ein bisschen aufeinander aufgebaut, wahrscheinlich auch zu einer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, zu einer besseren Reputation im Markt. Definitiv. Und das wieder führt zum anderen Employer-Branding. Also, dass das Mitarbeitende oder potenzielle Mitarbeitende anders über das Unternehmen sprechen und sich mehr dafür interessieren. Ja. Genau. Und das sind doch wunderbare Erfolge, oder? Total. Also es ist, wie ich es gesagt habe, zwar auf das eine Meeting bezogen, es ist natürlich manchmal so, dass das wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Und ich glaube auch, dass das oftmals sehr unterschätzt wird, was dann im Hintergrund alles gemacht wird, um diese Maschinerie, nenne ich das jetzt mal, am Laufen zu halten. Es macht aber total Spaß, die Erfolge bei den Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Ich sage ja, wie ich es gemeint habe mit diesen Farben, allein, dass die sagen, Mensch, ich bin jetzt ein Roter, das ist
also mir kommt da immer ein kleines Lächeln aufs Gesicht, weil ich sage, Mensch, das ist eigentlich genau das, was ich wollte damals. Sie nehmen das an. Und das ist sehr, sehr positiv. Das stimmt. Ich danke dir ganz herzlich. Danke dir, Sabine. Das spannende und offene Gespräch. Herzlichen Dank und bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute bei Bewerbungsstark dabei warst. Ich hoffe, dass du wertvolle Einblicke gewonnen hast durch das Gespräch mit Julian. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann leite sie weiter an Freunde, Kollegen oder andere Menschen, wo du sagst, das könnte für die eine gute Inspiration und Unterstützung sein für das, woran sie gerade arbeiten in ihrer Karriere. Und vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, denn es ist mein Ziel, dir hier die besten Ratschläge und Perspektiven zu bieten, die dir helfen, deine Karriereziele zu erreichen. Also, bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib bewerbungsstark.